Fachkraft oder Führungskraft? Das ist hier die Frage. Diese Frage stellen sich viele Führungskräfte und sie ist auch wirklich nicht so leicht zu beantworten. Es kommt auch darauf an, mit wem man spricht. Die meisten Führungskräfte identifizieren sich über ihre Fachkompetenz und sagen, ich bin deswegen Führungskraft, weil ich die beste Fachkraft bin. Wenn man dann aber mit der HR-Abteilung oder den Geschäftsführern spricht, kommt oft die Aussage, naja, zugegeben, bei uns sind die meisten deswegen Führungskraft geworden, weil sie die besten Fachkräfte waren. Ja, daraus entsteht ein kleines Problem, nämlich gute Fachkraft heißt nicht zwingend gute Führungskraft. Dieses Problem begegnet mir immer wieder. Zum Beispiel vorletzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Coachie, einer Führungskraft, die wirklich Sorge hatte, weil ein wichtiger Mitarbeiter aus Sicht der Führungskraft ihn nicht akzeptierte, weil aus Sicht des Mitarbeiters die Fachkompetenz nicht gut genug war. Also unter uns gesagt, das stimmte gar nicht, aber so war die Wahrnehmung. Also ist die Sorge groß. Wenn ich nicht mehr kompetent genug wirke, werde ich dann akzeptiert. Tatsächlich aus Sicht von Frame-Setting Leadership gibt es da keine endgültig richtige Antwort. Man kann sich das am besten auf einer Skala vorstellen. Auf der einen Seite haben wir die perfekte Führungskraft, sagen wir Gandhi. Auf der anderen Seite haben wir die perfekte Fachkraft, sagen wir Einstein. Die Frage ist jetzt, wo muss der Regler hin? Muss er in die Mitte? Muss er mehr Richtung perfekter Führungskraft? Muss er mehr Richtung perfekter Fachkraft? Es ist ein Dilemma. Wenn es mehr in Richtung perfekter Fachkraft ist, müssen Sie Jahr um Jahr im operativen Tagesgeschäft drinbleiben, sonst verlieren Sie Ihre Fachkompetenz. Das Problem ist, wann machen Sie dann Ihre Führungstätigkeiten? Wenn Sie jetzt aber mehr in Richtung perfekter Führungskraft sind, dann werden Sie irgendwann mal möglicherweise Ihre Mitarbeiter nicht mehr richtig verstehen und abgehoben sein. Man muss das richtige Gleichgewicht finden. Wo ist der Regler, wo gehört der hin? Nehmen Sie sich die Zeit, sich die Fragen zu stellen und die passende Antwort dafür zu finden. Die kann sich über die Jahre entwickeln. Aber zumindest muss man mal für sich entscheiden, wo der Regler hingehört. In einem Blogbeitrag, den Sie unten verlinkt finden können, werde ich einige der Fragen, die Sie sich stellen können, notieren. Gehen Sie die durch und überlegen Sie dann, was der Weg ist, um die richtige Position zu finden. Irgendwo zwischen Fach- und Führungskraft ist die richtige Position. Vertrauen Sie dem und wenn Sie sie gefunden haben, werden Sie sehen, dass vieles leichter fallen wird, angefangen beim persönlichen Zeitmanagement.